Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es endlich soweit. Heute ist der 20.12. Das heißt, wir können das allerletzte Türchen öffnen im Adventskalender, im Stempelkalender, ja, wie es SF so schön genannt hat. Und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe mir einen super tollen Gast geladen, den ihr auch schon gerade bewundern könnt. Es ist der Taul Perra. Applaus, meine Damen und Herren. Applaus. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Vielen Dank, dass ich wieder dabei bin. Oh, ja, kein Problem, ja, immer geil geladen hier. In dieser speziellen Folge Shakes und Fidget, das 20. Türchen, ne? Ja, wir hatten eigentlich geplant gehabt, dass wir das zusammen aufnehmen und zusammen darauf reagieren quasi, ja, aber leider wurde der Paul schon vorher gespoilert. Das ist natürlich nicht so schön, ja. Es wäre natürlich lieber gewesen, wenn man die Reaktion gleichzeitig, also wir hatten es so geplant, wir wollten es gleichzeitig öffnen und dann so, boah, krass, krass, krass. So, Ja. Paul weiß schon Bescheid, ich noch nicht, deswegen werde... Ich tue dann einfach gleich überrascht. Ja, dann werde ich jetzt zuerst mal den Kalender öffnen hier, das letzte Türchen. Die große 20 Jetzt warte mal so ganz kurz, bevor du blinkt jetzt schon so. öffnest, ne? Ja, ich warte. Hast du jetzt eigentlich zu jedem Türchen ein Video gemacht? Nee, ich glaube, ein, zwei habe ich verpasst oder so. Aber ich hatte bisher bestimmt mehr als 20 Videos jetzt hochgeladen im Dezember. Was ganz schön krass ist irgendwie, wenn ich jetzt das so im Nachhinein im Nachhinein betrachtet, ist es dann doch schon etwas mehr, als ich eigentlich gedacht hatte. Ja, aber du weißt ja, die CPM im Dezember, die muss auf jeden Fall ausgenutzt werden. Ja, gut. Wir schnacken jetzt nicht länger rum. Wir werden jetzt hier die 20 öffnen. So, die blinkt mir schon so krass entgegen, Alter. Ich bin sehr gespannt. Ach, Und okay. hast du ihn aufgemacht? Nee, ich werde es jetzt aufmachen. Dann 3, 2, 1. Es ist eine Waffe. Es ist eine Waffe? Es ist eine Waffe, Paul. Es ist eine normale Waffe oder eine Epic-Waffe? eine Epic-Waffe. Was? Ja. Eine Epic-Waffe? Eine Epic-Waffe, ja. Und die ist sogar gesockelt mit Rune. Oh mein Gott. Und lass mich raten, du hast bestimmt auch diesen Zuckerstab gehabt, oder? Ich hab's noch nicht geöffnet. Bravi, es ist 0:04 Uhr. Hä? Ich hab's doch nicht offen. Aber du wurdest doch schon gespoilert. Ich wurde gespoilert, aber wie soll ich es denn selbst öffnen? Ja, weiß ich nicht. Hast du es denn jetzt geöffnet? Nein. Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Gut, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall habe ich hier eine Zuckerstange. Wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gewusst vorher, tatsächlich. Der Paul hat sich ja leider, wie gesagt, spoilern lassen, aber gut. Wir haben jetzt hier die Zuckerstange, ja. Wir gehen mal rüber. Es ist eine Dreier-Attributswaffe, auch noch dazu, aber die Spanne ist leider scheiße. Die Spanne ist leider nicht so gut. Ich kann es dir ja mal sagen. Geht von 2467 bis 3779. So, das ist leider nicht so gut. Die ist zwar besser, so von den Stats her, plus 52 mittlerweile schon wieder auf die 3 Attribute und plus 85 im Durchschnitt Schaden. Oh, das ist schon eine Menge. Das ist schon sehr viel, aber... Ist ja sehr viel. Oh, ach so, ja stimmt, wir haben ja auch gleich das Achievement jetzt freigeschaltet, der Türöffner. Öffne alle Türchen im Adventskalender, das ist natürlich auch sehr nice. Ja, das Achievement haben wir jetzt auch gleich gegeiert. So, und jetzt ist auch mein letzter Platz im Inventar gefüllt hier, das ist wieder sehr kritisch. Ja, aber meine Waffe, die ich aktuell drin habe, die geht ja von der Spanne her bis 4400 rechts raus, so, ne? Würde ich auch nehmen. Auch beim Bersi. Und das, ja, einzuboosten gegen 3779, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. So plus 52 mehr auf Dreier-Attribute ist fast schon viel. Nee, kannst du nicht machen. Gerade als Magier. Nee. Ist, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß nicht, der Marquardt vielleicht, ob der sich darüber freut. Aber der hat bis 4500. Der hat noch eine krassere Spanne als mein Main, Alter. Ja, nee, das kann ich nicht bringen. Aber was ich halt sagen muss, ne? Ja. Der Adventskalender, den mochte ich. Ja, also man kann ja jetzt auch davon ausgehen, durch das Achievement, was wir ja jetzt hier festgehalten haben, dass das wahrscheinlich jedes Jahr kommen wird im Dezember, ne?
Weil es kann. Ich gehe von aus, ja. 100 wir Pro. hätten das Achievement nicht drin gehabt. Ja. Genau, kann ja sein, dass es manche jetzt noch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass sie das zu spät bekommen. Oder zum Beispiel jetzt alle Server, die danach starten, die kriegen das ja erstmal gar nicht, weil ja. Ne, gar nicht Advent ist. So. Deswegen. Aber was mir halt noch lieber wäre, hätten wir diesen Einlog-Bonus, also diesen Adventskalender, so jeden Tag. Jeden Tag, ja. Also ich weiß nicht, ich finde tatsächlich, also es ist zwar cool, aber irgendwie finde ich das besonders so, dadurch, dass das nur irgendwie einmal im Jahr ist. Das stimmt natürlich. Weiß ich nicht, ob denn der Reiz daraus wäre, wenn das dann wirklich das ganze Jahr über wäre. So, weiß nicht, das würde den Weihnachtsglanz so ein bisschen rausnehmen. Ja, gut, ich muss hier jetzt erstmal irgendwie kurz mal, bevor wir hier weitermachen, einen Platz loswerden. Irgendwie einen Edelstein oder sowas muss ich verwerten, weil mein Inventar ist wirklich voll. Platz? Hast du sogar noch nicht die Schatzkammer weiter ausgebaut? Ist voll. Nee, ich baue doch nicht die Schatzkammer aus, Paul. Baust du die Schatzkammer aus? Meine, es geht jetzt auf 23. Oha. Und was mit der Edelsteinmine? Die geht auf 26. Aber die kannst du... Ach so, ja, stimmt, du kannst... Nee, warte mal. Immer wenn ich keine Ressourcen habe für die Mine zum Upgraden, baue ich eine Schatzkammer aus, weil die kostet fast nichts. Ja, die Zeit, die da drauf geht, weiß ich nicht irgendwie. Also ich werde es erstmal so durchziehen, ja, dass ich gebe halt ab und zu mal was. Ah, okay. Ja, gut. Okay, damit habe ich, also, ja, diese Option habe ich jetzt nicht in Betracht gezogen, muss ich sagen. Aber ich werde erstmal weiter meine Edelsteinmine ausbauen, weil Schatzkammer, weiß ich nicht, irgendwie kommt man schon immer hin. So, Edelsteinmine? Ist auf 45, in 4 Tagen 46. Würde ich auch gern nehmen. Würdest du nehmen, ne? Das glaube ich dir. Ja, und meine Goldgrube, die ist gestern auf Stufe 40 angekommen. Wie ist denn das mit der Goldgrube? Ja. Ich habe das jetzt, du kennst dich ja besser aus. Geht so. Kann ich die gleichzeitig ausbauen und irgendwann Gold abholen ab einer gewissen Stufe? Ja, das kannst du. Ab 25? Ich glaube zu meinen, dass es ab 25 geht, ja. Okay. Auf welchem Level bist du jetzt gerade? Meine ist auf 23. Ah, okay. Na gut, dann ist safe. Dann ist safe 25. Ich hatte jetzt überlegt, ob 20 oder 25, aber dann ist es safe 25. Ja. Dann geht es los, Alter. Dann geht's ab. Meine produziert jetzt im Übrigen 1, ja, kurz mal flex, ne? kurz mal flexen. 1,5 Mille, fast 1,6 Mille pro Stunde. Pro Stunde? Ja, pro Stunde. Warte mal, das ist ja am Tag mehr als 2 Skillpunkte. Sind, ja, also wenn es voll gefüllt ist, sind es 12,5 Millionen. Ich glaube, wann ist die mal gefüllt? Alle 10 Stunden oder so? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber die gibt 1,6 Millionen Gold die Stunde, hast du gesagt. Ja, knapp. Ja, 1,6 Millionen Gold die Stunde. Das ist natürlich auch... Dann bringt die ja am Tag 38,4 Millionen Gold. Das sind ja fast 4 Skillpunkte am Tag durch die Goldgrube. Ja, das Ding ist aber, alleine nachts läuft die schon immer voll. Also du schaffst es nicht, also du musst mindestens einmal in der Nacht aufstehen. Wenn du auf Schlaf verzichtest und auf Arbeit, ja, dann hättest du ja am Tag 4 Skillpunkte. Rein theoretisch, ja. Das ist ja so viel. Aber du schaffst es einfach nicht, das abzuholen alles. Und das wird ja noch immer krasser, umso höher du das ausbaust, so, ne? Also es wird ja immer heftiger. Vor allen Dingen dadurch, dass du ja auch im Level immer weiter aufsteigst. Das ist ja auch noch ein Vorteil, dass du auf Erfahrung spielst. So die Goldgrube, die profitiert ja auch davon. Umso höher du im Level bist, umso mehr Gold produziert auch die Goldgrube. Ja. Das ist natürlich sehr nice, ne? Du musst immer auf XP spielen. Ja, deswegen. Aber ist ja auch klar, dass die Akademie fast nichts mehr bringt. Die Akademie bringt bei mir jetzt momentan 254k pro Stunde. Das ist sehr wenig. Nämlich habe ich das mit Morix letztens besprochen. Nämlich ab 393 bringt die mit jedem Level weniger Erfahrung. Ja, das ist ja so. Ja, auf meinem 393er Bersi bekomme ich, glaube ich, 650.000 die Stunde und auf meinem 425er dann nur noch 300.000. Ja, das ist schon krass. Extrem. Ja, also erfahrungsmäßig geht das wirklich sehr krass bergab so nachher, muss ich dazu sagen. Dafür geht es halt goldmäßig richtig steil nach oben, so, ne? Das ist natürlich ganz nice. Muss man nur gucken, ab wann man so den Switch macht, so, ne? Ab wann es sich nicht mehr lohnt, wirklich weiter auf Erfahrung zu gehen. Obwohl, ich glaube, selbst ich bin da noch... immer auf Erfahrung spielen. Ja, würde ich auch so. Vor allen Dingen jetzt so kurz vor der 500.
Da willst du natürlich so schnell wie möglich da ans Ziel ankommen, ja. Und nicht noch irgendwie über Umwege da noch dich vom Navi falsch führen lassen. Ja, deswegen, ich glaube, so ungefähr im April nachher ist es soweit, dann habe ich dann die 500 dann erreicht. Da freue 500, ey. ich mich schon sehr drauf. Das wird krass. Gucken, ob ich schneller bin. Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, ja, da musst du vielleicht noch ein bisschen hier und da skippen, so, ne? Aber, ja. Ich meine, heute ist ja mein 4. Account auf 400 gegangen erst. Echt? Ja, GZ. Also der Battle Mage ist jetzt 400. Ach, der Battle Mage war es gewesen. Ja, nice, Alter. Spielst du noch gerne oder ist der mittlerweile so, meh? Muss. Du bist nicht so der Freund vom Battle Mage, weiß ich, ne? Also, Battle Mage, der ist halt im Dungeon einfach eine Niete. Ja gut, aber jetzt Aber dafür ist er in der Arena, weißt du, kann ich damit Painy so auf die Nerven. Ja, der freut sich auf jeden Fall. Ich meine jetzt so, aber ab 400 ist es natürlich sowieso mit den Dungeons nicht mehr so dolle, ne? Also von daher ist es... Ja, mein Berserker hat mit Stufe 394 mehr Dungeons gelegt als mein Assassiner auf 425. Ja gut, ich meine, wenn man das nötige Zahlungsmittel dafür von außerhalb ins Spiel fließen lässt, dann klar, kann diese Variable natürlich beliebig verschoben werden. Boah, Alter. Aber kurz mal selbst geflasht, Alter. Ja, aber sonst ist es natürlich eher stagnierend, ne? Das ist natürlich klar. Also wenn man jetzt zum Beispiel so ein Free-to-Play Bersi gegen einen Free-to-Play Battle Mage vergleichen würde, gut, ja, weiß ich nicht. Da hat er auch nicht so gute Karten, der Berserker so, ne? Weil es geht halt über Zeit so, ne? Kenn ich mich leider nicht so mit aus. Ja, gut, ja. Hast du mal Lust irgendwann Free-to-Play? Na, obwohl du hast genug Accounts, ne? Du hast genug Accounts. Ich habe, es sind erst 7 aktive. Geht doch noch mehr. 3 gehen doch noch so. Ja, aber mehr auch nicht. Ich spiele nebenbei einen Free-to-Play-Kundschafter. Ach so. Der ist Stufe 252 auf dem Japan-Server. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier noch einen Epic im Shop. Ja, aber ist doch halt der Epic-Event? Was haben wir? Nee, noch nicht. Nein, natürlich, das war... Morgen. Morgen. Ab morgen geht's los mit dem 5-fach-Event. Ja, aber es ist 6 Tage 5-fach-Event, ne? Das wird heftig, Alter. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Da wird, glaube ich, viel Progress gemacht werden. Also das wird echt krass. Ja, viel Progress. Ja. Ich habe mir selbst so ein kleines Ziel gestellt, nämlich versuche ich mit meinem Berserker vor Neujahr 400 zu werden, aber ich denke, das ist ein Ziel, das werde ich nicht erreichen können, aber trotzdem Bs. War auf S39, ne? Ja, 94. In 9 Monaten von 1 auf 400. Das gab es, glaube ich, so auch noch nicht, oder? Nee. Das ist erstmalig mit einem Berserker so. Ja, wie sieht's dungeonmäßig bei dir aus so? Ja, ich bin mit Wirbelwindsturm bei kurz vor 900. Oha, Alter. Ja, moin. Ja gut, dann bist du da wahrscheinlich ziemlich maxed out, was da die Dungeons angeht. Nicht mehr viel, aber ich kann mir vorstellen, nach 6 Tagen 5-fach-Event könnte noch was liegen. Ja, also danach nochmal gucken und dann könnte es eventuell sein, dass du das noch dieses Jahr schaffst. So. Ich meine, es sind ja noch 11 Tage. Also 11 Tage für 6 Level. Das wird kritisch. Jetzt sehr kritisch. Ja. Wollen wir mal hoffen, dass du da ein bisschen reinkrittest denn in die Dungeons. Ja. Gut, alles klar. Ich würde sagen, warte mal, wir machen noch schnell auf den anderen Servern die Türchen auf. Hier auf dem Battle Mage bin ich ja erst bei der 19. Auf den anderen Servern habe ich das so ein bisschen verpennt. Und hier auf dem Bersi auch. In der, ja, auf der Welt 40 bin ich schon wieder in der Flash-Version. Ich habe auch viel Türchen verpennt, ne? Ja, aber auf meinem Main habe ich durchgezogen. Beim Server kann ich heute das 20. Türchen. Anderen bin ich noch beim 18., 19. Türchen jetzt. Ach so, ja. Wie gesagt, also Hauptsache, ich hatte das auf einen Server durchgezogen, damit man das so abgefertigt hat, dann auch gleich am 20. und dann ist das in Ordnung so. Gut, dann holen wir das noch schnell hier auf
auf meinem Krieger ab hier, der unglaublich gute Krieger, bin ich erst bei Tür 14. Der wird auf jeden Fall gut behandelt hier bei mir, der Account. Und ja, dann soll es das für heute gewesen sein, für das 20. Türchen im Shakes & Fidget Kalender. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt noch weiter durchziehe den ganzen Monat mit den Videos, so wie es bisher war. Müssen wir mal schauen, wie da so ja, die Sachlage ist und was da noch so an Sachen auf uns zukommen. Wie gesagt, jetzt kommt ja auch bald die, ich hoffe mal, dass ich sie bald bekomme, die Collectors Edition. Dann wollte ich da auch auf jeden Fall ein Unboxing zu machen. Dann ist das auf jeden Fall schon mal wieder ein Video wert, denke ich mal. Und ja, Paul, es hat mich gefreut, dass du mal endlich mal wieder als Gast bei mir dabei warst. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und Paul hat das letzte Wort. Leute, wer jetzt nicht liked, ist ehrenlos. Und schreibt mal nette Kommentare. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. War viel zu lange her. Auch danke, dass ihr mich ertragen habt. Und ja, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und winkst du jetzt bitte einmal? Ich wink gerade schon die ganze Zeit. Winken. Und Tschüss. Tschüss.